So, lala. So, das mal darüber, Alter. Kabel gewurschtelt, wieder hoch 3. Und damit... Man sieht mich, aber es ist zu hell. Warum ist da zu hell? Warte mal, das ist... Hier. Warum ist hier zu hell? Wegen dem Ding da? Muss ich mal ausstecken. Na, ja, guten Abend. Ich hab jetzt keine Lust, außen rum zu gehen. Boah, jetzt ist es scheiß dunkel. Schon besser, jetzt hat er das angepasst. Ach ja. Ich kann es mir echt nicht abgewöhnen, kurz vorm Stream noch irgendeinen Scheiß anzufangen. So, guten Abend, Max. Guten Abend, Navia, nochmal. So. Zuerst mal wieder die Dailies. Warte, habe ich die heute gemacht? Ne, ich habe die gestern gemacht. Ja, genau. Die habe ich gestern gemacht. Dann... Ausflug der Poesie. Warte mal, what the fuck, Alter? Hutau und... Ah, okay. Probelauf habe ich schon gemacht. Bloß das habe ich nicht eingesammelt, sage ich gerade. Geniale Beschwörung kann mich mal. Und... Wir müssen ins neue Gebiet mal. Eventuell. Und ein neuer Boss gibt's scheinbar. Ich habe für Risley und ich habe es mir merken können. Meinen scheiß Namen. Habe ich 30 Züge gemacht, habe nicht bekommen, scheiß drauf. Warte mal, eins wollte ich noch schauen. Da gab es jetzt die da. Oder waren die hier? Na, scheiße, das sind andere. Ich brauche die anderen. Na, guten Abend. Ich habe schon 95 Kugeln in Genshin. Wie viel kann ich mir holen? 99. Muss aber auch reichen für die... Mir fällt der Name nicht ein. Alter, mir fällt der Name nicht mehr ein. Was soll das? Furina, ja, genau. Ja, fangen wir erstmal mit die Dailies an und dann können wir immer noch schauen, was wir noch machen müssen. Ach ja. So, was war hier nochmal? Let's change tactics. Ne, wir brauchen keine Tactics changen. Es geht alles so. Da lang. Ja, lass mich in Ruhe, weg da. Und ich kann jetzt heute endlich mal meine Waffe für ein Nevilette. Für ein Gillette bekommen. Nevilette. Ach, warte mal, das ist ja... Here comes the catch. This made her deliver. Wieso hast du da 163 Kugeln? Oder hast du den Monatspass? Ja, mit 163 sollst du schon locker bekommen. Ich meine, wenn du es 50-50 nicht verlierst, kriegst du es sowieso. Und selbst wenn du es dann verlierst, kriegst du es wahrscheinlich dann danach. Panische Mirana. Wer zur Hölle bist du? Ich kann, dass ich auf Ärger gestoßen bin, dann kommt wieder eine Standpauke für meinen Mann.
Anzugucken, warte nur, bis du verheiratet bist, dann ist selbst ein Spaziergang zu einem Luxus. Deswegen zählt jede Sekunde. Hier, das ist für dich. Wegen Pity 62. Ausgerechnet A. Ich habe den Monatspost schon lange nicht mehr. Weil ich ganz genau weiß, ich logge mich 5 Tage dann nacheinander ein, weil ich Geld dafür ausgegeben habe und dann vergesse ich es langsam, aber sicher. So liebe ich doch meine Dailies. Müsste ich noch eingeben? Ich habe da noch keine 4 gemacht, Alter, bin ich blöd. Ha? Das mit den Türmen, das mit der Straßensperre. Doch, ich habe 4 Stück gemacht. Wow. Das waren mal die guten Dailies, Alter, die gehen schnell. Noch 22 Minuten. Hey, warte mal, warum ist die eine schneller wie die andere? Ich sehe dich schon daheim mit so einer Tafel, Alter, wo du genau ausrechnest, wie, was und wo. Genau. Nee, nicht Truppe, Freunde. So, schauen wir da kurz rein. Kaufen wir unser Zeug ein, weil gestern habe ich geschaut, da war noch 4 Stunden, musst du warten. Da ich mir, ah, fuck you. Ja, digitale Tafel aber. Haben Sie etwa ein Suchtproblem mit Genshin? Nix schmarre. Alter, ich habe schon 30 von den Dingern, ey. ...29, ein Level noch. Ein fucking Level noch. Was haben wir jetzt noch? 15 Herausforderungen Sphären. Inventarhäufungen. Wobei wir das ja sowieso bekommen, wenn wir das machen. Alter, die Musik ist voll geil. Oh, man sieht meine Finger auch, ich soll ein wenig höher gehen. Ich habe ja also auch die Jellan-Figur ausgedruckt. Ich bin zwar nicht mal mit der anderen, ich habe mit der anderen noch nicht mal so richtig mit Malen angefangen, aber ich habe jetzt trotzdem die Jellan-Figur ausgedruckt, Alter. Das hat mich angekotzt, dass mein Drucker steht. Das hat mich abgefuckt, dachte ich mir so, du musst jetzt nicht unbedingt was drucken, weil du bist doch nicht mal mit der anderen Figur fertig. Ja. Ja, jetzt habe ich sie doch schon gedruckt und ich druck schon die nächste. Das Hammer. So, jetzt ist bloß das Problem, wir brauchen ja für den Navy eigentlich das eine Ding. Die scheiß Salatquest. Achso, die Aranara. Salatquest ist ein guter Name. Stimmt, wir müssen auch die Schlüssel einsammeln, ne? Habe ich die eigentlich schon? Schlüssel, da. Alter, die habe ich alle noch nie freigeschalten. Dafür habe ich die freigeschalten, aber ich könnte die jetzt alle freischalten, die kosten ja alle bloß ein. Ich glaube, ich werde den Baisu niemals machen, Alter. Den habe ich bloß freigeschalten, damit der Schlüssel weggeht. Ach komm, aktivieren wir sie einfach alle. Dulives, Cerberus. Cerberus, cool. Wenn er nicht in Shampoo seine Fresse hätte, Alter. Salatquest? Die Quest für die Aranara halt, die Salatviecher.
Geht zur Bubu-Hütte. Was ist denn da? Die Spuren der Vergangenheit, dübelt es. Was jetzt schon wieder? Die Rückkehr des... Was für ein Ding? Diebzubbels? Was ist denn ein Diebzubbel? Ah, das ist das vom anderen Spacko. Ah, scheiße, wir müssen das mit dem Linear machen, damit wir das machen können. Oh, Mann. Das sind coole Quests und spannend. Ja, das schon, aber... Dass die diese scheiß Charaktere immer irgendwo festhängen lassen. Gehen wir unser Harz noch hinaushauen? Ich meine, die Dinger habe ich schon gemacht. Oh, mal kurz nochmal was schauen. Da ist er. Talente. Ich habe vergessen, ob ich Nidra guten Abend gesagt habe. Keine Ahnung, wenn nicht, dann nochmal. Und mit Stewie, hallo. Guten Abend. Was ist das für Scheiß? Ach so, ja, das brauche ich auch noch. Ich vergesse immer schneller, als ich schauen kann, ob ich jetzt jemanden schon guten Abend vergessen habe. Wie lange bist du schon live? Kannst du eigentlich immer schauen, wenn du auf den Stream gehst? 11 Minuten und 42 Grad. Take it easy. Also sollte normal so dort stehen. Da ist es. Oh, wow. Ich kann 2 machen. Darius, guten Abend. Steht bei dir irgendwie nicht? Also ich meine, bei mir steht's hier. Aber normal, wenn du das da unten schaust, müsste es eigentlich da auch stehen. Warum steht da eine Stunde? Also normal, wenn du so drüber gehst, sollte es eigentlich da stehen. Also wenn es jetzt hier auftaucht, ja, da. Wie mir halt mein eigenes Stream anzeigt. Ja, okay, wenn du hier drauf gehst, siehst du es bloß. Okay, ich dachte nur, man kann. Das wird automatisch angezeigt. Auf dem PC wahrscheinlich ja, auf dem Handy ist wahrscheinlich wieder anders da. Ich hab das Zeug nicht. Kann hergestellt werden. Beute von Temermutter. Achso, ja stimmt, ich muss die scheiß Viecher kalt machen, ne? Oh, mach ich das jetzt halt? Ja, komm. Wir machen jetzt ein paar Gegner kalt. Ne, aber erstmal mit dem das Harz wegharzen. Wo war denn sein Scheißgebiet? Das war's, glaube ich. Ja. Schokolade und Rosenkohl getan als Lollipop. Das habe ich gesehen, ja. Da habe ich ein Bild von gesehen. Wo er lauter so kleine Rosenkohl-Dinger als mit Schokolade überzogen hat. Dann nachher erstmal das Haus verklopappen, Alter. Erstmal Rache nehmen. Die Rache der Halloween-Kinder. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. Dance with the waves. Gotcha. Things are about to get dicey. Torrent, bring refuge. Hey, with all my strength. Quietly now. Here comes the catch. Alter. Ah ja, okay. Schon erledigt. Dann würde ich sagen, Alter, jetzt gebt endlich auf. Jan ist bei mir zu broken. Bis auf 5 Game überstellen, markiert die Person erweckt hat. Bist du auch schon 20, 30 Stunden im Spiel? Weil es ist ja...
Der dritte Boss? Ja genau, erst kriegst du den Ryuji und die An, danach kriegst du den Yusuke und danach kriegst du den Team Makoto. Oh. Nein, die blockt mich wieder weg. This dance is for you. Everyone hold hands. Game's up. Fun's over. Wow. Covenants of the deep. Hold the line. Hey. With all my strength. Busted. Things are about to get done. Ich liebe das Kämpfen mit ein bisschen mit Elementen und Schleichen und Kämpfen. Ja, Schleichen ist das A und O, damit du immer einen ersten Angriff hast. Irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über, Alter, das vergisst du nicht mehr. Als ich dann 2 Jahre später Persona 5 Royal gespielt habe, Alter, habe ich das alles noch gewusst teilweise. Das war so geil. Ich bin so hin, oh ja genau, der hat das und das Element gehabt. Der war, wow, du kannst jetzt teilweise nicht mal Namen von Leuten merken, aber du weißt 2 Jahre später noch, was für ein Element der scheiß Gegner hatte. Ich meine, ich kann mir vorher nicht mal merken, wenn ich Schokolade gesagt habe. Aber ich weiß auch, dass der eine, wenn ich den Gegner sehe, dass der das und das Element hatte. Ein bisschen peinlich, aber hey. All eyes on me. Allow me. So, den Persona registrieren. Achso, du hast, wenn du eine Persona zum Beispiel Committed to memory. aufrüstest oder so. Game's up. Fun's over. Also sagen wir mal, du gibst ihm verschiedene Attacken und Elemente und was weiß ich was für ein Scheiß oder tust seine Energie hoch oder keine Ahnung. Kannst du den registrieren oder kannst du den wieder kaufen, wenn du den wegfusionierst? Gotcha. Things are about to Dein get Lieblingscharakter. dicey. Boah, das ist schwer. Ich muss immer noch das scheiß Video dazu machen, Alter, damit ich endlich sagen kann, ich habe ein Video für euch, das ist in der Beschreibung. Aber das mache ich schon seit 2 Jahren nicht, also weiß ich nicht, ob ich es dir machen werde. Es werden bloß immer mehr Charaktere. Und wir können gleich mal nachschauen. 2 falsche Schnurrbärte haben wir gekriegt. Angriff und LP. Aber der Persona bleibt dann, oder? Nee, wenn du es registrierst, wird halt der Persona registriert, aber ist nicht weg. Erst wenn du es dann irgendwie benutzt, dann ist es weg. Figurenhandbuch, wen hat man dann nochmal? Was habe ich jetzt gemacht? Standardanordnung. Also. Ich mag Ningguang mittlerweile. Die ist mit einer von meinen Top-Dingern. Also ich habe keine einzelne. Hutao, weil es so witzig ist. Silly Churl, Billy Churl. Ich mag die. Silly Billy. Hey, wo sind die anderen hin? Bin ich jetzt so blind oder bin ich dumm? Wahrscheinlich beides. Ach da, die Yae ist zum Beispiel eines mit meinen Top-Dinger und Raiden. Da, Shogun Raiden. Das sind so meine 4. Vielleicht die Ayaka noch dazu. Ganyu war auch mal dabei, aber ich benutze ich eigentlich nicht mehr. Wobei ich die anderen eigentlich auch nicht benutze. Ich habe mir viel zu starke Kombo mit den anderen. Ja, lass mal in Ruhe. Wobei ich muss dazu sagen, es gibt halt auch Haufen andere Charaktere, die auch relativ geil sind. Ich denke mal, Furina kommt noch dazu und Neuvillette ist auch relativ mega. Wobei der Neuvillette eher welcher seinem Kampfding, die anderen Seite sind alle jetzt so geil wegen den Charakteren. Ich habe keinen richtigen... Also einen einzelnen könnte ich dir gar nicht sagen. Aber es gibt einfach zu viele geile Charaktere. Nahida habe ich vergessen. 5 gute Charaktere sind es. Die mag ich sehr. Ich hasse Teilnahme. Der Flauschi-Ohr. I see everything. Share my knowledge. Dance with the waves. Game's up. Fun's over. Hier Raid und Kea. Kea ist bei mir einer der weitesten unten. Ich weiß nicht, ich mag den Typen nicht. Everyone hold hands.
exhausted. Rest and rebuild. All eyes on me. With all my strength. Gotcha. Take it easy. Natürlich Top 1 auf meiner Hassliste ist Banner. Halt, nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Scaramouche ist ein Stück über ihm. Mindestens selbe Stufe. Ich würde bis heute noch, hätte mich drüber gefreut, wenn er einfach gefreckt wäre. Oh, wir müssen mal schauen, ob ich was Besseres habe als das. Bestimmt ja, und dann ist wieder scheiße. Also ist der erste Charakter, wo ich mir gedacht habe, Alter, hoffentlich killen wir ihn im Spiel, Alter, damit er wie Senior einfach drauf geht. War leider nicht so, aber okay. Falscher. Ist halt leider so, aber was will man machen? Things are about to get dicey. Hold the line. This may hurt a little. Positions. This dance is for you. Nein, das kann ich mit dem nicht mehr machen, oder? Doch. Das geht danach trotzdem I nicht. see everything. Quietly now. Game's up. Fun's over. Torrent, bring refuge. Wobei man dazu sagen muss, Scaramouche, der Spacko hat halt auch eine sehr geile Fähigkeit mit dem Rumfliegen, ne? Was jetzt nicht sympathischer macht, aber es ist halt leider so. Außer jemand Halloween-Mauern? Was sind Halloween-Mauern? Oder gibt's da wieder ein bestimmtes Ding? Das ist bestimmt alles bloß ein Müll. Sonst können wir mal unser Harz umwandeln. Und dann sind wir da eigentlich auch fertig. Aber jetzt schauen wir mal kurz, wie ich am Artefakt für Nevi. Für Nevi? Nevi? Was war denn das? Alter, ich habe immer noch 2 lila, ne? Ja, so. Oh ja, das, was ich gefunden habe, ist geiler. Tester? Das ist es. Das ist mega. Wechseln. Verstärken. Stufe. Hier, kannst gleich wieder haben. 7,3, ja. Go. Wow, wow, Verteidigung. Adrian, guten Abend. Lass mich raten, Verteidigung ist dazugekommen und abgegradet worden? Das ist schon echt arschig. Da haben wir so geiles Artefakt, Alter, und dann sowas. Das ist einfach nur Witz, ey. Nein, oder? Ey, sorry, aber das Spiel ist so gezinkt, Alter, ey. Das kann doch keiner erzählen, dass du bei 4 Attributen 3-mal Verteidigung hochbekommst. Alter. Oh, die Entwickler von Genshin sind so Bastarde, ey, mit dem Zeug, ne? Also, ich versuche ja immer Entwickler nicht zu beleidigen, aber das ist doch einfach nur gezinkt und verfickt, Alter, ey. Boah. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das ist halt echt so. Ich meine, es ist trotzdem cool, dass ich jetzt da KT mit dabei habe. Es ist trotzdem ein besseres Ding, aber dass du halt da wirklich 2- oder 3-mal Verteidigung kriegst, ist halt einfach ein Witz. Das ist halt unmöglich. Es ist eine 25%ige Chance, dass das geht. Es ist ja schon alleine eine 5%ige Chance, dass du überhaupt Verteidigung damit reinbekommst. Oder 10%, keine Ahnung. Wie viele Attribute sind's? Ich meine, es ist am Ende trotzdem besser, aber fuck off, ey. Alter, was für eine Arschlochnummer. Angriff. Ist halt auch alles kacke. Ich bräuchte halt da ein gutes. KT, Verteidigung, Verteidigung. Da ist halt wieder Verteidigung mit drin.
Da wäre kritischer Schaden mit drin. Kritischer Schaden. LP Verteidigung. Man könnte es verstärken. Und mal schauen, was rauskommt. Mir hat sofort Verteidigung dazu kommt. Fuck you, ich hab keinen Bock mehr. Fick dich, Spiel. Aber so richtig. Ah, verdammt, ey. Das ist... Warum bin ich jetzt schon wieder so hell? Ne, jetzt hat's wieder gepasst. Huh. Meine Kameraregel machen wir selber. Mein Luck in a nutshell, ja. Das wollen wahrscheinlich mehr sagen. Das habe ich gestern bekommen. Als Katalysator schon sehr geil, aber kann ich halt für den Nevi nicht brauchen. Da läuft eins jetzt dann ab. Fontaine schon seit 2 Wochen zu 100%. Ich weiß gar nicht. Was hab ich eigentlich? 44,7. Dass ich überhaupt so weit bin, Alter. Das neue Gebiet habe ich auf 6%, weil ich bisher nur meine Muscheln gesammelt habe. Nee, Perlen? Was habe ich eigentlich gesammelt? Ich habe keine Ahnung mehr. Seesterne. 39. Hier ist es nicht besser. 15, 26. Die 2 Dinge habe ich so gut wie nicht gemacht. Da bin ich bloß ein bisschen rumgelaufen wegen der Quest. Ich glaube, so, Alter, ich habe in dem Aschwala-Reich nur 34, 38. 31. Man merkt echt, wie wenig ich erkundet habe in Sumero. Das ist der Punkt gewesen, wo mir ein bisschen die Laune weggegangen ist. Warum habe ich Mindlin 90%? Achso, das gehört noch zu Liebe. Okay, vergiss es. So, das mit der Wüste war so der Punkt, wo Genshin bei mir ein bisschen langweilig wurde. To survive hardship, you must prepare for So, dann muss ich mir merken, dass ich morgen, wenn ich jetzt dann die Waffe habe, losziehe. Ach, wir wollten noch ein paar Gegner kalt machen, ne? Das heißt, wir gehen jetzt... Hä? Achso, das ist nochmal unten. Nee, da will ich auch nicht hin, da will ich hin. Wir gehen jetzt noch ein paar Wasserviecher kalt machen für die Sachen und dann... Ich denke mal 10 Minuten, vielleicht 15. Oh nein, geht's ab in die Quest. Dich will ich haben. Bloß die Viecher finden, da hinten ist was. Meine beste Region ist Fontaine zu 21% erkunden. Das glaubst du wohl selber nicht. Schon alleine durch die Quests wirst du alleine mindestens alles auf 30% haben. Ich meine, wenn du die Quests alleine machst. Welche Quest spielst du nicht? Ich sammle gerade bloß. Und dann macht man die Aktion in Ding. Die in Mondstadt oder Liebe? Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ja, aber du schreibst da die beste Region, das heißt, alle anderen müssten unter 21% sein. Achso, in Fontaine, okay, habe ich falsch gehört. Ja, okay, vergiss es. Vergiss es. Habe ich falsch gelesen. Ich hab das in überlesen.
du mit Krokodil in Fontänen tauchen gehst, passt das zu ihr. Ja, das sowieso, sie ist eh ein Fisch. Fischpriester. Hä, haben die Quallen sich gerade gesonnen? Wo ist im Moment eigentlich ein Event in Mondstadt? Oder ist das in Lüge? Keine Ahnung, das da halt. Kann sein, dass es in Lüge ist, ist mir eigentlich egal. Ich wollte bloß sagen, das machen wir halt. Es ist halt Aventi dabei, deswegen dachte ich, das wird in Mondstadt sein, aber mit dem Zeichending ist es ja dann scheinbar in Lüge. Ja, jetzt finde ich die ganzen Viecher nicht mehr. Was, wenn du brauchst, findest du nicht mehr. Soll ich vielleicht ins Anfangsgebiet gehen? Event hat sogar eine Story. Ich weiß, es ist ja ein großes Event. Die haben alle Stories. Let's move out. With all my strength. Gotcha. Yeah. Hey. Kämpfen die überhaupt? Nee, die liegen bloß dumm rum, ne? Die armen Robben. Let's move out. Sie werden meiner Evolution dienen, deswegen passt es schon. Sie fühlen sich geehrt. Dafür machen wir halt auch ein paar Dinger kalt. Positions. Krabbis. Everyone hold hands. Ich find's geil, wie du, wenn die halt im Wasser sind, wie du die halt nicht mal irgendwie an... Matthias, guten Abend. Dass du die halt nicht mal, irgendwas machen musst, damit die sterben, sondern einfach bloß kurz mit dem Ding drüber und alle tot. Spielst du noch Star Rail? Ich warte immer noch drauf, dass genug Content da ist. Und nein, ich rede nicht von Content, der wo mal 2 Stunden geht, sondern ich rede, dass ich mal 10 Stunden spielen kann oder so. Das heißt, ich werde noch ein paar Patches warten und dann los geht's. Deswegen machen die nichts, wenn du die angreifst. Stimmt. Ich bräuchte irgendeinen Angriff? Nein? Fuck. Ja, dann bleibt hier da die blöden Viecher. With all my strength. Yeah. Busted. A Brashman. Das Milliarde-Dings hole ich mir alles nicht. Ich habe es nicht mal installiert, nachdem ich meinen Computer neu aufgesetzt habe. Aber wenn ich ein Spiel nicht spiele, habe ich null Bock, mich ständig einzuloggen wegen irgendeinem Käse. Und ich muss ehrlich zugeben, bisher, auch wenn ein paar coole Charaktere aufgetaucht sind, interessieren die mich halt alle null. Selbst die neue da, die wirkt halt ganz lustig, aber mehr auch nicht. Die haben halt alle keinen so ein Vibe wie Kafka, Blade oder Silverwolf. One way to draw your target out of hiding.
Da verlierst du Beziehungen. Interessiert mich null. Weißt du, wie viele Urgesteine ich in Genshin schon verloren habe über die 3 Jahre, wo es jetzt läuft, Alter, und ich die Dailies so gut wie nie mache? Marke aus der Banner. Die war ganz lustig, aber die fand ich auch nicht so cool mehr. Am Anfang fand ich sie ganz cool, aber irgendwann später dachte ich mir so, nee, brauche ich nicht, Seele. Ich fand den Charakter auch nicht so geil. Oh, da geht's runter. Mehr Gegner. Wo sind die ganzen Gegner? Ein Museum in Dortmund. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Oh, das holen wir uns. Komm her. Ey, da hab ich nichts gegeben. Du geiziger Mistkerl. Wenn du so stirbst, kannst du noch was übrig lassen. Das bringt doch dir nichts mehr. Elender Sack. Dafür kill ich den Rest deiner Familie. Ich meine, das hatte ich so auch getan, aber jetzt mache ich es mit. Ohne schlechtes Gewissen, sondern mit Spaß. Da, das hat mir richtig Spaß gemacht. Dämliches Vieh. Kannst du das eigentlich aufmachen? Oh, ich hab sogar einen. Mach auf. Brauchst zu lang. Yay. Oh, Alter, solche Dinger sind da auch drin? War das schon immer so? Ich mach die so selten auf. Ich habe so mehr und nicht mal alle offen. Da ist der Rest deiner Familie, Alter. Die mach ich jetzt auch noch platt. Ja, das ist alles der Verdienst vor eurem Sohn oder wer, was weiß ich, wer das war. Wie viele Primus hast du? Ich glaube 15.000 oder so. Oh ne, das sind ja beide solche, wo ich das abziehen kann. Schweinerei. Da unten ist noch einer. Hört auf, immer solche Typen mit den Dingern zu sein, Alter. Ich will eure verdammten... Was weiß ich, was das für Zeug ist. Da ist noch einer. Läuft er bei dir? Ja, ich spiele auch schon ewig. Ist aber gar nichts im Gegensatz zu manchen anderen. Was soll das? Geisterschiff. Hey, warte, wer greift mich an? Was bist denn du von mir? Du hast mitbekommen, dass ich da bin? Ja. Super Aktion, Alter. Du bist jetzt nur verreckt, weil du mir auf den Sack gehst. Alter, was ist denn hier los? Hm. Hä? Was war das? Ist das eine Serie? Scheinbar. Interessiert mich nicht.
Alter, hör auf wegzulaufen. Feigen Säcke. Ah, shit, das ist die Mega-Krabbe, Alter. Auf dich hab ich doch gar keinen Bock, ey. Alter, hört auf, euch aufzuteilen. Auf die 100% Genshin machen? Nee, nie. Oh, dumme Krabbe. Okay, jetzt mach ich dich doch kalt, ey, weil du mir auf den Sack gehst. Ich hab's mal eine Zeit lang gemacht, aber... dazu ist das Interesse einfach nicht mehr da. Ich will die Geschichte erleben, der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Hä, warum magst du es nicht? Oh, jetzt hat er das andere Ding gemacht. Dann wäre doch professioneller Speedrunner. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann als Spieler. Ein Spiel so oft durchspielen, dass ich spiele die meisten Spiele nicht mal einmal durch, gerade mal einmal durch. Ich habe Jäger letztens gezeichnet. Cool. Alter, da fällt mir auf, ich muss das Poster von dir noch aufhängen. Wo hab ich die eigentlich hin? Da oben. Ich hab die mir damals alle gekauft, Alter, und machen lassen und dann habe ich sie nie mehr genommen. Aber jetzt stirbt einfach komisches Legpferd. Danke. So, ein bisschen machen wir noch und dann gehen wir endlich mal zur Hauptstory über. Oh, das müsste ich zerstören können, oder? Oh, plopp. Sehr schön. Bamberg, guten Abend. Ich will Songs aufschreiben und auswendig lernen. Ich druck Figuren. Damit ich da mitmachen kann. Wo du die Truhen gemacht hast, irgendwo im Meer? Hier? Das ist auch eine gute Beschreibung. Irgendwo im Meer. Da war Wasser. Krabbi, bleib stehen. Alter, hört auf, mich mal aufzuteilen. Was soll denn das, ey? Es ist eine neue Taktik, damit ich euren Scheiß nicht krieg. Weißt du, da schwimmst extra dazwischen, dass du beide gleichzeitig kalt machen kannst, Alter? Dann machen sie so Käse. Wehrt euch nicht. Umso länger ihr euch wehrt, umso mehr muss ich von euch umbringen. Gut, das stimmt auch wieder nicht. Wenn ich das Zeug habe, mache ich das nicht mehr. Was treibst du denn da Feines? Gegenstände sammeln, damit ich in der Welt upgraden kann. Weil ich gemerkt habe, ich habe vor dem Scheiß nichts mehr. Oh. Gleich rufe ich Peter an. Die werden das gut heißen. Welches Level hast du denn? Ja, 90 schon lange.
Aber ich habe ja seine Waffe noch nicht. Weil ich fauler Sack wieder die Dailies und alles nicht gemacht habe jeden Tag. Aber jetzt mit dann... wo ist denn der? Da ist er. Aber mit, Bleib jetzt stehen oder auch wegzufliegen. Wegzuschwimmen. Warum hauen denn die alle ab? Ich vergesse, was ich eigentlich vorhin sagen wollte. Du willst doch wieder morgen wegen seiner verdammten Waffelsgrinden anfangen. Hallo? Familie Otter? Nur auf 80. Ah, okay. Ja, ich hab dafür auch Mondstein und lausen Scheiß rausgehauen, damit ich das gleich hochbringe. Weil da hatte ich ein paar Tage echt Bock, den auf 90 zu bringen. Und dann habe ich nachgeschaut, was er für eine Waffe braucht und dann so, oh fuck. Ich hab keine Waffe für ihn. Jedenfalls keine richtig gute. Krabbi! Ich brauch dich, Krabbi! Du wirst meiner Evolution dienen. Ich glaube, ich lese zu viel den Manual. Linne, Navi hat Linne. Nicht wieder weglaufen. Welche Waffe willst du ihm geben? Die aus dem Monatspass. Nichts mehr mit Singen hier. Die Nachbarn haben sich beschwert. Hä, ich will nicht die Muschel aktivieren, ich will bloß den ihr Zeug haben. Bergqualis. Hab ich schon auf 90. Aber den Charakter nicht. Ei. Ja gut, ich habe die Prioritäten anders gesetzt. Ja, du hattest die Waffe ja schon. Und gestern, wo ich einmal wieder Bock hatte, mal zu spielen, habe ich dann gemerkt, ich kann die blöden Gegenstände dafür nicht sammeln. Weil die erst wieder sonntags kommen. So werde ich nicht, gib mir jetzt deinen Scheiß. Und so Tier aus dem Event. Ja, aber die reichen ja niemals für eine Waffe und die Waffe selber habe ich auch noch nicht. Die kriege ich dann erst, wenn ich das Event mache. Weil ich die Punkte dann dafür kriege. Da, Navi-Ausrottungseinheit ist unterwegs. Ihr seid nicht wieder die Doppelgegner, oder? Nee. Sehr gut. Schießt mal auf mich, wir wissen, ob ich das aufsaugen kann. Dann halt nicht. Gibt's halt Erwatschen. Los, her damit. Aber schieß auf mich. Danke. Boah. Cool. Noch ein bisschen Zeit ist in Honkai versenkt worden. Du wirst dann eh schon bald weiter sein wie ich bin, nachdem ich die letzten 2-3 Patches nicht gespielt habe. So, jetzt haben wir das da. Poppen uns noch darüber, machen ein bisschen und dann ist los. Die Waffe schon Verfeinerungsgrad 3. Hey Krabi, was geht? Oh.
Ich habe erstmal das Bällebad abgeschlossen. Was zur Hölle war denn das Bällebad? Hä? Wer will Stress haben? Keiner? Gut. Dann gehen wir die Familie da drüben ausrotten. Die tanzen um den Schatz von mir rum. Warte mal, schießen die Dinger auf sich? Tja, ich muss euren Spaß leider enttäuschen. Bällebad ist für mich die erste Welt in Honkai. Die Eiswelt? Ach, Belloburg, Bällebad, alter Scheiße, der hat es zu lang gedauert. Oh, fuck. Der ist gut, Alter. Belloburg, Bällebad. Honkai Star Rail, meint er. Impact, glaube ich, spielt hier kaum einer. Alter, ihr seid schon wieder zu weit auseinander. Denkt doch mal an mich, ey. Ja, auf jetzt wegzulaufen. Nein, nicht weggehen. Nein, was machst du? Nein. Was soll das? Ja. Toll, jetzt ist mein Ding wieder weg, ey. Hä? Was ist jetzt das passiert? Wo war denn das? Da war's. Schweinerei, ey. So, jetzt hören wir mal damit auf. Dann mal kurz unsere Dinger umwandeln. Schauen wir, was wir dem Orderkönig geben können. Und dann geht's los mit dem Event. Ich schon viel zu lange rumgegammelt, ey. Ich dachte eigentlich, ich mache das früher. Aber ich kann aber nicht aufhören, wenn ich die Viecher sammeln soll. Lalalala. Warte mal, ich hab... Alter, wie viel von den Dingern habe ich? 38. 4. 0. Okay. Aber ich habe trotzdem einige von den Teilen. Okay, ich hätte auch da unten schauen können, aber egal. So viel muss ich gar nicht mehr sammeln. Cool. Stark. Warte mal, grün war das erste, blau das nächste, ne? Ja. So. Unser Növi noch schnell aufmöbeln und dann... Ha? Oh, ich hab den auch bloß auf 80, ich hab den nie hochgesetzt. Scheiße, auch geil. Aber ich hab 1500 von den Dingern, Alter, passt schon. Man merkt, wie lange ich schon die nicht mehr aufgelevelt hab. Oder Leute aufgelevelt hab. Talente. Aber ich hab da auch bloß 9 von 4 und da habe ich 3. $1500? Ja, ich habe ewig keine Dinger mehr aufgelevelt. Und Waffen habe ich auch kaum. Hä? Ah, jetzt. Was habe ich denn da eigentlich alles? Ich habe 0,0. Wer wollte den Unterkönig auf 90 haben? Ist jetzt auf 90, ja, Ruhe. Offiziell war er auf 90, ja. Er hatte die Möglichkeit, sich zu evolutionieren. Warte mal, da können wir noch mal kurz schauen. Kann ich die Dinger machen? Den Scheiß brauche ich, ne? Ja. Alter, warum habe ich so viele? Was geht denn ab? Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich so viel von den Dingern habe. Kann ich eigentlich... Oh, von den Dingern habe ich 2. Sehr geil. Weil ich brauche... Genau. Ich wandle jetzt die zu dem da um, ne? Ja. Genau. Okay, passt. Noch die Talente leveln. Der Talente habe ich gewusst, dass ich das nicht bin.
Wie 1500? Ja, jetzt kommen wir wieder die Messis kommen jetzt wieder raus, Alter. Dann warte, das ist das Beste. Oh, Tränen, ich werd's vergelten? Oh, Beispiel das. Verdammt, da fehlt mir halt alles jetzt. Aber geht schon, 887 ist schon mal sehr gut. Jetzt bräuchte man halt bloß eine Waffe für ihn und dann wäre die Sache erstmal gegessen. Warte, was ist da oben los? Nein, das reicht nicht. Schweinerei. Oh, 15 Herausforderungen Sphären. 450 würde... Das würde ja auch so reichen. Warte mal, ich könnte doch eigentlich einfach da reingehen? Ich muss doch bloß das Zeug nicht einsammeln, ne? Nur um schnell zu machen. Mach einfach das Einser. Das ist dann rucki zucki rum und dann können wir die Story machen. Das sage ich halt schon seit 20 Minuten oder so, 15, aber ihr glaubt mir den Scheiß halt auch ständig. Oder wahrscheinlich auch nicht und sagt bloß nichts dazu. Was mach hin, ich will die Low-Level Gegner kalt machen. I see everything. Hey, warum halt die ganze Zeit auf Level 1 trotzdem hoch? Gotcha. Zap. Ich werde verlassen. Oh, es lädt aber so ewig. Jetzt komm, mach hin. 1. Niemand braucht diese Animation. Kick sie weg, Alter. Nee, das mit der Karte habe ich von dir schon geholt. Schon erledigt, du bist bei der neuen Anlaufstelle mittlerweile. Things are about to get dicey. Ha. Busted. Cha. Ich war da gestern schon, aber der Mist hört ja stimmt. Fängt der. Nein, einfach rausgehen. Wobei, wenn ich es normal machen würde, dann. Kleiner Tipp, wenn du Sphären machen willst für den Pause. Macht die ersten Level abgeräumt. Echt die Zellen auch? Take it easy. Game's up. Fun's over. Cha. Hey, warte, du lebst ja noch. Gotcha. Ja, jetzt mach ich es mal schnell. Ne, jetzt bin ich da schon wieder hingelaufen. Diese Animation kotzt mich mittlerweile echt an, ey. So, das noch und dann nochmal und dann haben wir das auch, dann haben wir die Waffe und dann bin ich zufrieden und dann können wir endlich uns mal den guten Sachen widmen. Committed to memory. Yeah. Geht schnell, weil die Animation nicht ist. Ja. Nein, ich würde. 3 Punkte. Eine Stufe sind. Oh. Verdammt. Und ich habe mir gestern noch gedacht, ey, Max den Abgrund, um die Punkte zu kassieren, aber ich war dann gestern zu faul dazu. Da muss ich mir merken. Wahrscheinlich vergesse ich bis nächstes Mal eh wieder, aber ich muss es mir merken. Notiz an mich selbst, vergiss es nicht in 5 Minuten wieder. Wahrscheinlich ist schon weg, aber egal. Take it easy.
Here comes the catch. So, jetzt haben wir den Scheiß auch. Fast wäre ich wieder hingelaufen. Dann können wir uns endlich seine Waffe krallen. Und dann drücke ich aus eine falsche und dann passt schon. Dann kotzt mich alles an und dann machen wir Schluss für heute. Nix Schmarre. So. Ha. Einsammeln. Zeremonielle Lade. Maximal LPM 32 und Amerikaner um 40. Hätte ich dann das andere nicht eigentlich auch nehmen können? Das schaut ja auch geil aus. Und der auch. Juhu. Endlich hat er Nevi seine Waffe. Schaut irgendwie komisch aus. Immer diese niedrigsternigen Waffen da. Jetzt geht's wirklich schneller als am W2er schon. Kommen auch mal wieder Waffen aus dem Inventar. Alter, was ist das? Nebelgraspollen, Alter. Davon habe ich 600 Stück, Alter. Und 982 von den einen Dingern, Alter. Was geht denn ab? Ja, ich weiß, jetzt kommen sie wieder. Ja, ich habe da viel mehr. Ich habe da 20.000 oder so. Ich weiß ganz genau, dass das schon einer wieder denkt, gleich zu schreiben. Oh, sehr gut, es geht auf die Dreier. Sehr geil, los geht's. Jetzt geht's wieder schnell. Jetzt brauche ich bloß das machen. Alter, ich habe 6.000 von den Dingern. Willst du, dass ich schreibe? Ist eigentlich am Ende wurscht, du magst es eh. Alter, warte mal, wenn wir den jetzt hochkriegen, dann könnte ich... Ich glaube zwar nicht, dass es reicht, aber... Da könnte man noch benutzen heute noch. Okay, das muss ich jetzt probieren. Vielleicht habe ich Glück. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht habe ich Glück. Aber wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht. Schnell, 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 wir wollen den Otti spielen. Interessiert doch alles nicht, weiter geht's. Da machen wir 3. Oh, scheiße, das sind nur 10, das reicht halt nicht mal. Naja, okay. Spielen wir heute doch nicht. Waffe. Ja, fürs letzte reicht's nicht mehr. Schade. Aber wir könnten dann eigentlich trotzdem nutzen. Ich meine, so viel also die Waffe macht zwar was aus, aber so viel ist eigentlich auch nicht. Aber ich will den Jelan nicht raustun. Ich komme mir doch nicht klar, irgendjemanden zu wechseln. Scheiße. The pleasure is all mine. Komm, mir ist das wurscht mit den ausnahmsweise mal die Jelan raus. Da, alle Frischwasser für euch. Es ist heiß. Sehr schön. Okay, okay, okay. So, aber bevor wir jetzt zur Storytime kommen, gibt es eine ganz kurze Pause und dann geht's los. Mit dem Event. Bis gleich. Warte mal, jetzt muss ich erstmal wieder umstellen. Pause. Bis gleich.
So. Da starten wir die Aufnahme, da passt alles. Dann gehen wir zum Event über. Trotzdem alles weg. Ausflug der Poesie. Ein Meer von Menschen strömt unter dem Steintor hindurch. Der süße Duft von Löwenzahn, Schnaps und der Klang von Lachen erfüllt die Luft. Zusammen mit dem fließenden Wasser und der sanften Brise beginnt ein neues Abenteuer von Tinte und Versen mit Freunden. Okay, also wenn die schmiert irgendwas rum und säuft dabei. Das war kurz. War ja auch bloß eine kurze Pause. Und wir fahren noch ein bisschen runter. Ich vermisse jetzt schon Yellern beim Rumlaufen. Warum seid ihr überhaupt hier? Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Oh, do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. Was für ein Zufall, wir haben gerade über euch gesprochen. Scheinbar spricht die ganze Welt ständig über uns, deswegen müssen wir auch überall auftauchen. Hallo ihr beiden. It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. Ja, wie zuvor. Excellent. I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? We were talking about one certain traveler, and how two's company but three's a crowd, as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. Hä, was? Was zur Hölle? What the? It just gets worse and worse. Shortly, you may attend a grand banquet at Stone Gate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after die 8 zählen hoch oder long runter? drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? Ein Poesiefestival. Correct! It's a poetry gala, and Mondstadt and Liyue are hosting it together. Do you still remember the promise I made to the distinguished director Who here during the Lantern Rite? Oh, something about writing poetry together? That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. Der junge Bade, ja, der ist ja bloß, was weiß ich was, 500 Jahre alt oder so, oder älter. And now, I've finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, Das ist für uns nicht schwer, wir porten uns einfach hin, wir sind in 5 Minuten überall. in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala. Bit of a weird name. Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu Tao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. Well, this sounds like fun. Let's get involved. Gut, ich schreibe auch gern Gedichte. Gut, ich freue mich auf eure Gedichte. Oh, Paimon, sure you'll be amazing. Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away. Das Lustige ist, die reden halt von Sachen, wo ich ja keinen Plan mehr habe, was passiert ist. Mit Wolkenherr zum Wolkenmeer. Oh, looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. All right, so basically you guys are here to discuss the activities for the poetry gala
Stella, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. I already told you. I'm not going. Xiao, you're here too! Er ist immer hier. Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know. Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Das wird ein Spaß. Tja, also, mir kann er nicht Nein sagen. Was ist gerade so runtergefallen? Achso, das Kabel von dem einen. I'll consider it. Wir sind seine Schwachstelle. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! Ausflug der Poesie. Erstes Gedicht. Geselliges Beisammensein. Alter, ich bin halt um einiges größer wie ihr. Na, was ist los hier? Kleinen Gauner. Hä? Was will ich denn da oben? Wow, it's so lively! Didn't think there'd be so many people here already. Ja, es sind And a lot of them 8 Stück oder so. faces. Let's go say hi. Oh, da hinten ist die Ding. Der... Ich weiß, ist der Michael heißen? Ich habe keine Ahnung. Oh, fuck, die Diona ist auch da. Sehr schön. Noch wer? Cool. Fangen wir erstmal mit euch zwei Langweilern an. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Ja, zwei Langweiler sind auch eingetroffen. Hey, Shincho and Changyun are here too. I was Leider. actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. Oh? Well, since you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Warum leuchtet die da hinten? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. Okay. Sei doch, voll die Langweiler. Geh mal weiter, die anderen sind viel interessanter. Und kannst du mir aufhören zu leuchten? Diona! Traveler and Paimon?
didn't expect to see you here. Are you here to mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. You're representing Mondstadt's wine industry? Die Getränkewirtschaft. Oh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it. But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Was war das jetzt? Opportunities like this don't come around every day, you know. Was war das jetzt? Prrrr. Wie geil. How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable. Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. Also du weißt doch, dass es bei dir nicht funktioniert. Das probierst du trotzdem jedes Mal. Paimon thinks you'll end up getting the opposite result. Just you wait. I ain't about to mess this up. Viel Erfolg. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in. It'll be fun. Fine, if I have time. Hey Jochen, Alter, was ist los? Ach, ist der aus Mondstadt? Möchtest du, wenn du das Getränk genießt, kannst du noch die Landschaftsschablone und Gedichte schreiben. Mondstadt ziemlich ähnliche Wege, die sich die Zeit vertreiben. Hey, Noel. Mika! Noel! Oh, it's the traveler in Paimon. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Seid ihr Repräsentanten von Mondstadt? Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. But I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. Die Noel, Alter, wie sie hat 2 riesen Tische und 2, 4, 5 solche scheiß Stühle mit rumschleppt einfach. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. Was I'm ist das still da? in training. If anything, I should be addressing you as sir. What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. Was zählt ist die Teilnahme? Yeah, plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Perhaps the challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Paimon wouldn't go that far. Die Noel bitte. But anyway, no backing out now. See you soon. Sure, maybe you can teach me a thing or two. Oh, Mika beat me to it. I was gonna ask for help too. Wir können zusammenschreiben. Machen wir jetzt was oder gehen wir einfach weg? Und jetzt? Das da? Oh, da. Plötzlich weht ein Windstoß, der die Anwesenheit dazu zwingt, Poems and vorübergehen. melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Finches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala.
We're your hosts, Liyue's verse monger of the darkest alleys, Hutao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words, just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Let's get right to it. The first theme is Riddle Me This. Riddle me this? Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Ja, aber ich will wissen, was in dieser Kiste ist. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Ja, die Masse an Leute. Wie die Diona die einzige ist, wo nicht wirklich klatschen. Und der Zeit? Nein, ich will nicht mit dir reden. Geh weg, du Teeschüssel, Verkäufer der Teeschüssel, meine ich. Ah, da. Poesierätsel ansehen. Ich dachte, die wählen die aus. Let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. Is that it? Klar und prägnant. Oh, you're amazing, Paimon! Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing, really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Etwas, das hoch und weit fliegt. Etwas, das high ist. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, Traveler? Ich denke, Löwenzahn ist die richtige Antwort. Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. Der Schlüssel liegt in den Gefühlen. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Da ist das nächste. Mal schauen, wer kommt jetzt? This one says,
Die Langweile-Truppe. handwriting's just awful. Ich wundere, dass Fendi noch nicht völlig blau ist. Ja, das sowieso. Das ist schon blau, man sieht's nicht. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Hä? Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. Oh, Paimon. You have to look past the surface level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? Well, Singcho just hung that riddle up a moment ago. Suck. Oh, so this is Shincho's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more elegant. this festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Hey, not bad! So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly? Or... So, buddy. Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Ha! Meanie! If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! We'll see who stumps who! Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? Natürlich. Ha! At least you're nice to Paimon. Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Wie Paimon voll abgeht, Alter. Sehr schön. Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Aber Tiere müssen essen. It's a chair. Oh. Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others. Sure, have fun. Ich will wissen, was er für Ding geschrieben hat. Oh. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points?
Ugh. That means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh. This riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. Baked. I pass through the lips, one piece at a Was time. das vom Ding? The more you consume, the broader your mind. Alter, wie hat denn der das hingeschmiert? They drew Shinchos. Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. Also du kannst scheinbar nicht mehr richtig schreiben, weil es keiner lesen kann. Oh, rat. It's, pizza. The answer is pizza. Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? Hey, Pizza ist echt gut, das kann schon passieren. And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? Beweist das es nicht, dass man nicht klüger wird durch Pizza essen. Ha! Eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving. So, okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food. No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. If Ich habe eigentlich schon wieder vergessen, was Paimon es had known it war. was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. Paimon. What is it? Have you got it? Buch. 4 Ecken und es sind viele sesamgroße Zeichen drauf geschrieben. Oh, gotcha! Box! The answer is box! Hat die jetzt echt geglitzert im Hintergrund? That was quicker than I expected. I Alter, was quite proud of that one. ist das dein Scheiß Ernst, als wie es halt das Glitzern anfängt vor Stolz? Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. Es hättest du noch gefehlt, dass er das Detective Paimon-Ding aufhörte. We're awesome at this! What Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Leela. Oh, it's... I got it! Toll, das passiert, wenn 2 Schüchtern unterwegs sind. Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full knight of Avonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. My answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Whoops, I didn't realize we'd made such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty,
The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true Windblue. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Wenn die Augen rot? Nee, grün und blau. Oh, I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Genshin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Genshin is the right answer. No! Shinjo got it before Paimon could. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Oh. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. Darn it! Shinjo's caught up to Paimon already. Es sind noch viele Rätsel. Yeah, you're probably right. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so floaty? What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. It's Paimon's. They picked Paimon's riddle. Yay! What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? Jeder weiß sofort, wer gemeint ist. That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. The answer is Paimon. What? It's Paimon. Antwort ist Paimon. I was actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Paimon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Denk doch mal drüber nach. No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber! You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky? Oh. Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. Ey, wie sie halt eine andere Antwort hat, es sich aber alles nach Paimon anhört. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. Huh? What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Ja gut, es wird aber das Rätsel voll verraten. Aw, do you mean it? Can we really add that part? Mit Fug und Recht. Paimon, du bist die allerbeste Reisegefährtin. You think so cute? Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Wie sie voll überzeugt hat. Letztes Spiel auf 3 mitten des Gelächters vergeht die Zeit wie im Flug. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinjo, Paimon still feels like she got a little smarter. Wie geil. Verdammt, ich habe Paimon-Logik. Ich habe beim Rätsel als erstes ans Jahre gemacht gedacht. Das mit Gluck, Gluck, Gluck habe ich halt aus... Ja, gut, ohne Flügel und Schweben, da dachte ich jetzt halt, das ist schon Paimon. Didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Wie geil. Muss ich die Diona hin?
Ist der Ding eigentlich da? Nee. Gammelt der irgendwo am Berg rum? Also Kaisen, soll da oben irgendwo sein und zuschauen. Egal. Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Kein Wunder, dass es hergeben will. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? What do you mean we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghosty in the wild. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it, and when I went to try and get a closer look at it and tried to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. Das sollte mal aufhören, Drogen zu nehmen, das sieht er vielleicht nicht so viele Geister und Dämonen. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body, and if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or illuminated beast. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you take a guess first, Tutao? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Also ihr seid jetzt auch schon draußen. Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Jetzt will er saufen gehen. Geselliges Beisammensein. Erstes Gedicht abgeschlossen. Was ist jetzt los? Oh, das ist... Ich finde, das können sie echt gut, ey. Oh, das sind wieder starke Dinge. Spiel ansehen. Ting Chi ist beschäftigt und er ist Gasthaus Wangshu. Zum Auftrag.
Hä? Was die immer teilweise für riesen Dinger aufbauen, für irgendwelche Events, Alter. Sowas baust du halt nicht einfach mal in 5 Minuten auf. Nicht mal allzu schwierig sein. Was magst du da? Gerade dabei, das Spiel vorzubereiten, für das ich vorher verantwortlich bin. Hast du schon von 100-Schritt-Wurf gehört? Während man 100 Schritte geht, auf Sachen werfen? Ziemlich scharfsinnig, aber nur halbrichtig. Im Kern geht es bei diesem Spiel darum, Pfeile zu werfen. Das mit den 100 Schritten hast du aber falsch verstanden. Das Spiel habe ich in einem Buch entdeckt, erlaube es mir, dir grob zu erklären. Gemäß der traditionellen Regeln des Spiels müssen sich alle Teilnehmer ruhig hinsetzen. Okay, ich sitze. Beim Sitzen müssen alle eine besondere Pose einnehmen. Da es keine Matte gibt, werde ich sie dir nicht vorführen. Nachdem sich alle eingesetzt haben, müssen die Spieler im Rhythmus einer bestimmten Musik die Pfeile in ihrer Hand in die Kanne in einiger Entfernung werfen. Eine Kanne zu werfen, jeder hat einen eigenen Namen. Der erste Pfeil in eine Kanne gelangt als Anfänger bezeichnen, wenn es hineingelangt, dann wird er als Nachfolger bezeichnet. Kanne treffen nennt man Händler. Ein Pfeil, der ursprünglich in die Kanne gelangt ist, wieder rausspringt, dann wird er Springer genannt. Ha? Was? Wie war's? Viel zu kompliziert. Keine Sorge, wird jetzt erwähnt, das sind das die traditionellen Regeln des Spiels. Zu machen habe ich die Regeln bereits vereinfacht. Also jedenfalls musst du dir einfach nur merken, dass du so viele Pfeile wie möglich in der vorgegebenen Zeit in die Kanne werfen musst. Das kannst du mir überlesen. Die Regeln sind schon einfach. Bla bla bla, let's go. Lange Rede, kurzer Sinn. Du machst aber eine lange Rede draus, also halt's Maul. 100 Schrittwürfe wirfst du die Pfeile und hältst Punkte in den beliebigen Teil der Kanne triffst. Der Wurftaste wechselst du in Zielmodus, lass dann die Taste los, um den Pfeil zu werfen. Ja, ich will es ausprobieren. Einzelspieler. Oh, ging eigentlich. Zählt auch das daneben schießen? Knallkanne. Riedenring. Was haben die Riedenringe nochmal gemacht? Hab ich das ja weggeworfen? Wenn dann ein geworfener Pfeil in Richtung... Zählt die Punktzahl verdoppelt. Der Ring wird nach einer Weile, nachdem er erscheint, auch wieder verschwinden. Blockade blockiert Pfeile, okay. Der kann aber auf dem Veranstalter, das bewegt sich zwischen 2 Positionen hin und her und beschert dir bei einem Treffer. Okay. It's over.
Ja, warum habe ich die Sau jetzt nicht getroffen? Das auch geschafft, ja. Das sind wieder ganz witzige Dinge. Was ist jetzt wieder los? Kann Nimmersatt ist eine spezielle Karte entworfen vom Veranstalter. Unterbrochen hin und her, wobei sie andere kann, diese wird einfach verschluckt. Kann, die sie verschluckt hat, bringen die allerdings keine Punkte. Und da Treffer, um sie zu zerstören, wobei 3 Treffer hintereinander, dass sie ein wenig schrumpfen lassen. Jeder Treffer bestätigt 5 Punkte. Nimmersatt kleiner wird, 20 Punkte. Zerstöre sie und du erhältst schließlich 100 Punkte. Okay. Oh, fertig. Ja. Die Ringe braucht man eigentlich gar nicht. Verborgene kann jetzt eine spezielle Kanne entworfen vom Veranstalter. Zeit irgendwo auftauchen. Jedes Mal, wenn du sie triffst, wird sie ihre Position wechseln. 3-mal treffen und sie zerstören. Der erste Trefferpunkt mit 20, 30, 40. Okay, cool. Cool. Ich stelle Welt jetzt erstmal raus, so vergleich mal Kartendinger spielen. Ah, okay, die Leuchtenden geben mir immer die Punkte. Ich habe mich schon mal gefragt, wo das herkommt. So, und das letzte. Im November kommt dann eine Persona 5 Schutzchen Academy Tasche. Cool. Ich kann nicht mal Menschen abschießen, das ist ja Schweinerei. Das sind das so schlechte Pfeile. Voll die schlechte Qualität. So, zack, weg damit.
Na komm, mach hin jetzt. Alter, was soll das? Ja, der hat meine Kanne verschluckt. Wie viel habe ich zusammengebracht? 5000. Wie viel hätte ich schaffen müssen? 1800, ups. Leicht drüber, aber geht. Warum steht da oben jemand? Stand der da schon immer? Was magst du? Kaspar. Wo ist Balthasar? Wundervollen Anblick hier vertieft. Wie ist denn der Anblick? Grandios, vollkommen anders als in Fontaine, wo ich herkomme. Gipfel vorbeigekommen, der gesamte Bergkette war vom dichten Nebel umringt, ein unglaublicher Anblick. Naja, bla bla bla. Alles klasse. Was hab ich da jetzt? Ah ja. Und 31. Mehr Aktion. Festlichkeit des Gedichtfestes. Oh! Katalysator Aufladerate. Erreiche 800.1200. Zeitvertreib am Tisch. Ah, das ist das da. Was ist das andere? Story, Poesie und Freunde. Trennen unter Blättern. Machen wir erstmal da weiter, hätte ich gesagt. Ist doch wieder irgendwas vermöbeln, oder? Hey, das wäre cool, dann können wir... Oh, warte mal, das ist ja gleich hier. Beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Was? Was meint er? Ich sehr inspirierend. Haha, was für ein neues Spiel ist das? Reisende, du kommst mir gerufen. Ich suche gerade nach jemandem, der das Spiel ausprobierte, das ich mir neu ausgedacht habe. Ja, ich habe dieses Spiel Schwall der Inspiration genannt. Verdammt, wie sehr kann einem Spiel einen hassen? Hä, was ist los? Was passiert? Bild auf perfekte Weise, es gab den Prozess nach, im Verlauf dessen wir Dichter und unsere Gedichte erschaffen. Erzähl mir mehr darüber. Gedichte verfassen muss man zunächst überall nach Inspiration suchen. Und die Leute gehen dazu auf Reise, andere bleiben lieber allein für sich und schwelgen in ihren Gedanken und wieder andere lieben es einfach, ihre Gedanken mit Wein anzuregen. Venti. Das ist die schwierigste Phase, denn auf der Suche nach Inspiration spüren wir kaum, wo sich die Inspiration eigentlich befindet. Haben wir dabei das Gefühl, kleinere Fortschritte zu machen, was uns reizbar und melancholisch werden lässt. Hat die Inspiration ohne das... Alter, du laberst schon wieder zu viel. Ja, ja, bla bla bla, ist mir scheißegal. Lass mich spielen. Bouilles? Alter, wie zur Hölle heißt du? Beginnt erhalten Figuren, die Gegner in Mythosphären besiegen Inspirationskristall, Stapelungen, die Inspirationskristalle werden alle 40 Sekunden einmal explodieren. Enormer Schaden. Das werden wir merken, wenn wir spielen. Los. Ja, genau. Siehst du es, weil du so viel gelabert hast, Alter. Beim Auslösen von gefrorenem Verdampfen oder Unterstrom beim Gegner Druckwelle an der Position des Gegners aus. Keiner mehr, nehmen wir mal, ups, meine übliche Runde. Guck mal, eine neue übliche Runde. Everyone hold hands. Hey!
Settle down. This might hurt a little. Das hätte ich nicht so machen sollen. Dance with the waves! Bow your head. Be sanctified. Alter, weiß er nicht mal auf Ding. Settle down. Alter, der ist doch viel zu OP, Mann. Was geht ab, ey? The tides beckon. Bow your head. Everyone hold Ich kann mit der hands. Nahida nicht mal viel machen, ohne dass es schon wieder losgeht. I see everything. Let the mighty be humbled. Das ist ja übel, Alter. Committed to memory. Everyone hold hands. Bow your head. Scheiße, Alter. Herausforderung starten. Achso, mindestens eine Figur muss in der Truppe sein. Aber das Schlimme ist, Alter, die Gegner sind halt so schnell tot, dass du mit der Nahida ihr Pflanzending drauf nicht mal machen brauchst. Positions. Silence. Ja, Silence, Alter, ihr verdammten Penner. The tides beckon. I see everything. Alle Macht im Otter King. Everyone hold hands. Be sanctified. Das ist halt einfach nur schlimm. Justice is blindsided. Allow me. With all my strength. Settle down. I see everything. Hey, The tides beckon. Das ist einfach nur übel. Be sanctified. everyone hold hands. Mal wieder Ding mache, ich vergesse vor lauter Rumballern, dass ich ja das auch mal wieder machen sollte. Bow your head. The tides beckon. I see everything. Silence. Ja, Silence, Alter. Alter, halt die Schnauze jetzt hier. Everyone hold hands with all my strength. Yeah. Be sanctified. Alter, das ist halt einfach nur schlimm, ey. Ey, shit. Das ist auch übles Kombi. Oder König Nahida und Raiden in der Truppe. Das kann ich dann auch mal ausprobieren. Ich glaube, das ist sogar schlauer. I see everything. Bow your head.
Let the mighty be humbled. All my strength. This dance is for you. Everyone hold hands. Make yourselves at home. The tides beckon. Ja, das Problem ist halt gerade, dass ich die Viecher dabei habe. Rest and rebuild. Hey, Settle down. Die wo halt das Let the aushalten. mighty be humbled. everyone hold hands. Here. All eyes on me. Also die Ices sind halt nicht so geil für ihn. Be sanctified. Everyone hold hands. That dance with the waves. I see everything. Let the mighty be humbled. Settle down. Alter, das hatte ich gar nicht vor. Everyone hold hands. Silence. Be sanctified. Das ist mir great, also oh, auch schon down. 2-4. Wird schon weniger. Aber jetzt haben wir es ja dann eigentlich schon. Machen wir mal so. Show them. Right now. Hey, I'm seeing stuff. Bow your head. The tides beckon. Everyone hold hands. Emerge. Right here. Emerge. The Temple of Wisdom. Der, weil ich gleich ausprobieren wollte. Let the mighty be humbled. I see everything. Come on out. Right here. Emerge. Settle down. Boah. Die Schellen kriegst du zurück, Alter. The tides beckon. Hey, Show them. Right now. Emerge. make yourselves at home. Everyone hold hands. Let the mighty be humbled. Bow your head. This way, Turtle. Right now. Emerge. Be sanctified. Silence. Right now. Emerge. I see everything. Sharing my knowledge. Bow your head. Let the mighty be humbled.
island. Right now. Emerge. The Temple of Wisdom. Ah, falscher I'm always Charakter. watching. Right now. Bow your head. The tides beckon. Er ist schon sehr geil, Alter. Und der ist halt auch wirklich auf höchster Stufe, Mann. Ja, ich dachte halt mit dem Miko wäre es vielleicht cooler, weil die mehr die Dinger verteilt, die Stromangriffe. Ja, vielleicht ist es mit Raiden dann doch cooler, wenn sie das eine macht. Ich glaube, wir wechseln. Stay close and you Ja, will wären dann live. noch gut. Mit der Ding hier im Eis wäre halt auch geil, ne? Kann man gut ausprobieren. So, jetzt haben wir das da noch. Der ist hier. DC, was magst du da? Bisschen so, bla bla bla. Ja, komm. Ich doch tatsächlich hier. Ja, boah, Alter. Mann mit Schnurrbart und viel zu labern. Bildrestaurierung. Echt cool, Mann. Ziemlich kompliziert. Und immer noch Mann mit Schnurrbart, mit Hut und komischen... Keine Ahnung. Wer das lesen will, soll selber machen. Die labern immer so viel Scheiße, wo du dir denkst, so, Alter, Junge. Ich will schon mal, was der erzählt hat. Das ist für ein Minispiel. Alter, es geht um fucking Minispiel. Jetzt halt die Fresse. Zu dem Betrachtungspunkt gehst, dann musst du jedes der 3 Bilder wählen, das am ehesten dem Betrachtungspunkt entspricht. Halte dich dann in fehlenden Szenarien Ausschau. Oh, das ist ja cool. Ja, geh halt da hin und schau nach. Ja, genau. Das war halt so Watschen, Alter, so Bitch Slap, Alter, damit er die Fresse hält. Aber wo muss ich eigentlich hin? Who's your daddy? Der Otterkönig. Da? Geh da hin. So einfach? Cool. Nee, das ist... Hä? Fehlende Szenerien werden gesucht. Muss ich dann nicht auf die andere Seite? Hä? Ah, hoppala. Ich habe versehentlich den anderen Turm nicht gesehen.
Das war der Otter Power in your face Move, ja. Der braucht größere Flügel, der wirkt einfach zu groß dafür. Cool, Alter, cool. Und da oben beim Zwallen. Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. Muss ich da oben laufen? Tatsächlich. Soll der Käse jetzt doch wieder hochklettern? Oh, wir haben jetzt schon einen Tag mit den Minispielen verbracht. It's over. Wie er den Michael Jackson macht, Alter. 1 und 2. Oh, warte, das sind 3? Hey, es sind coole Spiele, Alter. Wenn man den eins lassen muss, ey, dass sie sich echt immer wieder was Neues einfallen lassen. Vor allem, ich mag diese Minispielchen mit irgendwie Fotos schießen oder irgendwas mit Fotos machen. Ah, da ist es. Bada boom. Da ist das nächste. Du. Ich bin nicht mal richtig am Boden gelandet. Da. Hä? Achso, warte mal, so erstmal. Ah, jetzt. Ist ein bisschen blöd zu sehen. Und hier. Da haben wir noch eins. Gehen die anderen in andere Länder? Das wäre lustig. Otter Power, Otter Power. Und für. Ah, nee, warte, da fehlt noch eins. So. Ach nee, da.
Ah, da oben. Ah, scheiße, das ist zum Ding, ey. Zu dem blöden Wasserviech. Goddammit. Dann eben hier. Bei der Macht der Otter, ja. Fehlt doch so ein Schwert. He-Man. Wo kommt der Regenbogen her? So, und eins noch zum Turm. Sieht jetzt mal anderer Zeichenstil oder so? Ich bin dann gespannt, wenn sie dann Fontaine immer dann mit eingliedern in die Reihe der Länder, wo dann friedlich sind, wo man dann halt solche Events immer wieder machen kann. Weil erst wenn die Hauptstory herum ist, kommen so einigermaßen die Charaktere auch mal in die anderen Länder. Und nächstes. Warte mal, jetzt kann ich auch gleich selber schauen. Wo ist es? Da oben. In den Ruinen. Settle down! I got careless. Da, ich werde dich waschen. Das ist immer Hochdruckreinigung. Muss ich alle Arkons treffen. Da wird's richtig eskaliert, Alter, wie beim Ding. There is no escape. Bow your head. Wie beim Venti und beim Zhongli, Alter. Aber ich wäre auch mal dafür, dass die Arkons sich mal teilweise treffen. Wobei ja der Einzige, der wo ja eigentlich rumreisen kann, ist ja der Ding da. Hä? Wer hat den Regenbogen reingemalt? Bin nicht blöd, da ist doch kein Regenbogen eigentlich. Warte mal, wo ist das Haus? Da ist es. Ja, das ist so das einzige Bild, was ein bisschen raussticht, wo irgendwie falsch wirkt. So, und das letzte Ding. Oh, das ist wieder ein Mondstadt. Die Mondstadt. Natürlich Eskalation pur. Naja, die A wäre halt interessiert, glaube ich. Die Furina, die wäre sowieso speziell. Der Venti ist ja sowieso das Schlimmste von dem ganzen Haufen. Und beim Zhongli weiß ich nicht, ob er dann wieder seinen Sarkasmus rauslässt. Weil das haben wir ja überraschend gesehen, wie er mit dem Venti zusammen war. Last Christmas. Oh nein, nicht dieses Lied wieder, Alter. Das wird jetzt dann, das ist bestimmt schon wieder losgegangen, oder? Wobei Oktober ist vielleicht ein bisschen früh. Oh, nichts schlimmer als Last Christmas, ey. Hä? I see the value in my... Oh. Sind die alle hier? Ah, da unten. Die Säcke, wie sie es halt einfach aufteilen. Kein Wunder, dass ich in Mondstadt schauen kann wie ein Blöder.
Ah ne, das ist es. Dann das Türchen. Und das Schiff. Weißt du, wie sie halt ein Schiff mit aufmalen können, weil sie sich nicht bewegen. Hä? Oh, da oben auf dem Ding, echt? Hä? Das da? Nee. Ah, das da. Nein, das da. Jetzt. Also wenn gedauert. Wo ist das andere? Wo ist die blöde Brücke? Ah ne, das ist der Baum da hinten, Alter. Das hat jetzt ein wenig gedauert. Hä? Ah ne, das ist keine Brücke, das ist... Einfach drücken. Hey, bin ich jetzt bescheuert? Nicht verraten, bevor wieder wer anfängt zu labern. Ah, warte mal. Da hinten habe ich's. Jetzt. Hä? Nein. Das ist doch das unten. Klar, das muss doch das sein. Ach, da unten? Hä, da hinten? Wow, wie sie das Bild einfach kombiniert haben. Das ist ja nicht mal an derselben Stelle, ihr Schweine. Alter, solche Säcke. Ich denke mal, ich bin jetzt doof, Alter. Ich habe doch jetzt alles immer so schnell gefunden. Ei. Woran erkennt man, dass man zu stark ist in seiner aktuellen Balancestufe? Wenn du alle Gegner locker weghaust? Wobei es ja immer trotzdem noch starke Gegner gibt. Aber ich sag mal eher, du erkennst eher, wenn du eine Balance-Stufe hochgehst, dass du schlecht bist, als dass du erkennst, dass du zu stark bist. So. Wieder zurück nach Lübe. Man wischt mit wirklich Bossen einfach den Boden auf. Ja, und dann machst du die Balance-Stufe hoch und die wischen mit dir den Boden auf. Also, so gebalanced ist es teilweise dann nicht. Das ist ja das Lustige. Weil entweder bist du zu stark oder zu schwach. Wow, everyone got here so early. The sun is shining bright today. As soon as that leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. The theme of the second day of the neighboring nation's congenial poetry gala is pairing couplets. Pairing couplets. Oh, I've heard of that. It's a Liyue art form where you have to create new lines of poetry based on fixed rules. Kind of like a fill-in-the-blanks game, but for poetry.
heaven and earth, rain and wind, the endless sky and the boundless land, forest borers and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. Based on a given line of poetry, you must create the second line to form a pair, or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. The two lines should be neatly matched, complementing each other both semantically and rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. An inspiration walk? By inspiration walk, we simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all our friends, old and new, please be careful while out and about. Wangsheng Funeral Parlor is already fully booked for the month ahead, and if there's any more demand, I'll be the only one with a smile on my face. Alter, Newtown. In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular scenery of our two beautiful nations, and fill your imaginations with the most pleasing of poetry. Passt We will bloß, all reconvene here tonight. passt bloß beim Sammeln auf. Das Beerdigungsunternehmen ist schon voll die nächsten Monate, sonst lächel ich bloß, Alter. Wie geil, Mann. Traveler, Typisch do you head Utao. up Xingqiu, Chongyun, and the Mondstadt contingent? I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? Kein Problem. Thanks. I'm counting on you. Nach einer Weile gelingt es dir, alle zusammenzubringen, anschließend schilderst du ihm die Situation. We Nach einer hope Weile, that die waren am each of you selben can Ort. keep an eye out for this while you're out on your inspiration walk. Are you sure this is okay? It was just something I ran into, and now we're imposing my business on everyone else. Oh, please don't say that, Mr. Chongyun. Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for. Besides, investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Favonius is also part of our job. I don't mind either, because while we're out, I can look for new cocktail ingredients too. Just think of it like an outing with friends. It'll be fun. Es ist nichts Falsches dran, sich helfen zu The way lassen. I see it, you should just humbly accept their willingness to help. All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Nee, passt schon. Ich bin froh, wenn ich dich nicht sehen muss. Now, how about we split into two groups for the day? You mean to cover more ground? Not just that. Don't forget, this is still part of the Poetry Gala. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique poems? That's true. But how do we decide who goes in which group? Die Langweile bei den anderen, die Langweile bei den anderen. Los. Why don't we draw lots? Yeah! That'll make things even more fun. Drawing lots? But what if I end up with the Liyue crowd, and I can't think of anything to say to them? Die können dich ruhig haben, passt schon. I've got the slips of paper here. Who wants to go first? Oh, Paimon! Paimon wants to go first. Bitte nicht. Paimon, mach keinen Scheiß. Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diola, Ja, and wenigstens noch mal Chongyun in Diona one dabei. group, and Xingqiu, Mika, and Noelle in the other. What a relief. At least I'll have Noelle with me. Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I don't think... that won't be... I also await your guidance. Kein Grund, so förmlich zu sein. Take care, everyone. See you all tonight. Dich können sie zurücklassen. Did anyone forget to bring anything? If not, then let's get going. Wow. Are those ears and tail real? So fluffy. Wie sich sofort ablenken All lässt. right. Miss Diona, is there some place in particular you would like to go? Just call me Diona. Since we're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you saw it last time? Los geht's, der Inspirationsausflug beginnt. Sure. Then, everyone, follow me. Oh, wie er auch dabei ist.
Gestern mir die Bosse freigeschaltet, Untergangsdrache von Anfang an nur Chance. Tränen unter Blättern. Hast du den Untergangsdrachen in Honkai Star Rail dann auch auf Stufe 2 gleich gemacht? Weil der mischt mit dir dann den Boden normalerweise. Also so ging es mir, wie ich die Bosse freigeschalten habe. Gott sei Dank haben wir die Diona dabei. Da habe ich auch eine super Figur gesehen zum Drucken, Alter. Das muss ich auch noch machen. Ich habe leider andere gefunden vorher, sonst hätte ich das die gemacht. So viel zum Drucken und dann muss ich die auch noch bemalen, Alter. Was willst du von mir? Shine down! Hey, Silence! Ja, genau, Silence, Alter. Hör auf den Otter. Aber ich find's cool, wie er halt im Kämpfen komplett anders ist, wie wenn er eigentlich normal mit dir spricht. Er ist eigentlich immer nett und zuvorkommend. Und hier so Hals Maul, Alter. Und weg mit seinem Superstrahl. Gut, er sagt Silence, aber es ist dasselbe. Die moderne Version ist Hals Maul. Right over there, next to the water. That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. Sag mal, jagt er eigentlich ständig irgendwelchen komischen Sachen nach, Alter, die er nicht gescheit sehen kann? Oh, es war neblig. Oh, es war dunkel. Oh, ich habe meine Augen zugehabt und deswegen habe ich es nicht gesehen. the view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. Is this the kind of place you like to take a walk? I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? It's a bit different. As an exorcist of Liyue, my training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. Exorcism? I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Changyun is 1 in a million. He has pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Huh? Isn't that a good thing? It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an evil spirit? A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. Your physical constitution is far rarer than the techniques still passed down by exorcists today. You should treasure it. Conqueror of demons. Is that a friend of yours? Yep, this is Xiao, an adeptus of Liyue. An adeptus? Wow, I've never seen one of those before. Hello, Mr. Adeptus? Just call me Shao. Warum steht da du? Egal. So, are you here to train too? Or are you out for an inspiration walk? When I heard about the exorcist's encounter, my suspicions were roused. That's why I'm here. I've already informed the owner of the inn. If you see anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry. I didn't mean to drag even the Conqueror of Demons into this. I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. Mach mit und nimm auch an dem Ausflug teil. Yeah, you should come. There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. fine. Wie schlimm das. Seems like this Adeptus is pretty shy. Or maybe all the Adepti in Liyue are like this. Team Changyun has a new member! Yay! What? When did this become my team? Now that Adeptus Xiao is joining us, if anyone's team leader, it should be... Don't overthink it! Diona, didn't you say you wanted to find some new ingredients? Yeah, I don't get to come to Liyue very often, so I want to gather some new ingredients while I'm here. I've heard that Liyue's Jueyun chilies can set your throat on fire. Is that true? I'm gonna mix them into my drinks and give it a try. Uh-huh. Julian chilies.
I'm... Really? Perfect! Let's go. Perfekt. A whole bunch of them. Alter, Idiota ist so geil. What the... Ich liebe ihre Art einfach. Das ist so mega. As well Perfekt. as Drayun chilies, das? I also need some slime condensate or loach pearls. Hä? Warum habe ich Are die those ganzen really Säcke fit jetzt? for human consumption? This is starting to sound like something Shangling would make. Ne, das ist Feuerding. Da sind sie. A touch of frost. Water jet. Scratch that. Okay, this should be enough. Diona, you seem really committed to, making alcoholic drinks available to people of all tastes. What? No, never! I hate alcohol! When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. So, I'm on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Drayun chilies, then so be it. Is it really worth all that effort? Yeah. Because all my previous efforts have failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! Idiota, Alter. But how is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Sure. Are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. No need. Just you wait. Oh no. Is she really going to add those Julian chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. Wer hat's I erkannt? don't see how it could have anything to do with her. Unless she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit. No, I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. It's ready. Here, I made one for Xiao too. Oh boy. Look at that color. Yep. She definitely added Julian chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry, there isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Drayun chilies and finished with frog legs. Surely there's no way this can possibly taste Ihr good. müsst euch nicht zwingen. Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. If the conqueror of demons drank it, it'd be rude of me to refuse. Oh. Changyan drank his too. Is he gonna be okay? This drink is... Delicious! Alter, wie er sogar andere Augen kriegt. It does have a touch of Julian chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Shangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. It's crisp and refreshing, with just a hint of numbness, and the Julian chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. And oh, the slimes! Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing! Simply unbelievable!
Alter, unser Getränkeexperte. That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Chongyun? He's been so quiet up until now. Alles in Ordnung? I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. Ja, dann mischt Fiona zur Erfrischung ein eiskaltes Getränk für Chongyun. Okay. War doch Alkohol drin? I think I've calmed down a bit. I'm sorry. I can't believe I let you all see me like that. Wie er halt voll abgeht, Alter. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Ach so, er verträgt keine scharfen Sachen. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Who'd have thought it? Diona and Chongyun are actually kind of similar. Xiao? What's wrong? Look over there. Oh, Steine, scheiße. You mean the leaf? Something's written on it. What? You can see that from over here? Heben wir es erstmal auf, sehen wir uns als am Mann. Oh yeah, or it'll get swept away. Ja, da lass du mich jetzt hingehen, die 2 Meter. Was steht drauf? Ich bin There's ein a Blatt. poem written on it. The conqueror of demons has truly amazing vision. Ja. Let Paimon see. Gedicht auf einem gefallenen Blatt. In jener Nacht hat der Sternenhimmel so geduftet wie ein Blumengarten, und die Sterne waren wie Bienen, die sich in der Nacht an Wein und Träumen labten. In jener Nacht waren wir so unreif wie die Tautropfen. Das Mondlicht floss wie seidiger Honig, der an der Quelle unserer Worte versüßte. Doch ich wandte mich ab und verließ dich, und die Worte in meinem Herzen blieben unausgesprochen. Seit jener Zeit glitzern die Sterne nicht länger, und das Mondlicht ist scharf wie Eis. Tief im Wasser habe ich sie verborgen, aber dennoch sehe ich sie immer vor mir, deine Tränen, wie sie in der Quelle tropfen. In die Quelle tropfen. Okay. It sounds like the author is writing about the first time they met their true love. Although the following lines suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? The flowing waters are Sparsam. ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. Gedichte dienen manchmal dazu, Gefühle auszudrücken. That's true. I've heard Singcho say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that Noch means that kleiner. our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then, should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. How can we reply? Why not go upstream? Upstream? What? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, it should be carried down past the original writer. Cool! Aw, this is so romantic! Communicating with a mystery person using poems on fallen leaves! Romantic? But how do we make sure that they'll receive it? We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream! Okay. Nee, warte mal in die Richtung. Warte, wo muss ich eigentlich hin? Boah, da oben? Alter. Settle down. Boah, wie er noch abkaut ist, der Sack. Upstream, upstream, up we go! Oh, did you think of what to write yet? Ist bereits geschrieben.
Dunkle Nacht kann das Licht der Glühwürmchen nicht verdecken und fließendes Wasser kann hartnäckige Steine nicht wegwaschen. Wenn die Worte fortbestehen, sind auch die Gefühle unverändert, denn solange sie nur felsenfest sind, können auch winzige Dinge der Welt trotzen. Möge das honigsüße Mondlicht auch ein weiteres Mal in seine Arme schließen. Ooh, great! Now give it here, and Paimon will toss it into the water. Danke für euren Ratschau. Things you never had the chance to say before it was too late. When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. Warum versucht ihr nicht auch ein Gedicht zu schreiben? I have little talent for, nor knowledge of poetry. Deswegen, Sechter sagt auch ständig solche Sachen. The leaf's in the water. Look, it's like a little boat. Merrily, merrily down the stream. Life is but a dream. We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, Es ist dunkel. go! Uh-huh. What's this? You two having a private chat? No, it's nothing. I just hope this isn't all in vain. Vor einiger Zeit hat eine andere Truppe... Spielen wir jetzt mit den anderen? Ich will nicht mit den anderen spielen, da ist der Spacko dabei. The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. It's an inspiration walk. There's no need for all that. Okay, well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe, and see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild. Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated? They're acting like this is completely normal. Am I the weirdo here? Nein, du bist nervig, ja, aber die sind einfach kompliziert. In that case, I'll conduct reconnaissance with Mika. Huh? Oh, okay then. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. So, Singcho, do you, go on inspiration walks often? I do. I always get bored when I'm cooped up at home, so I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh, over there, firewood. Jetzt habe ich es weggenäht. You had your chance. Nein, lass weg. Habe ich Mika überhaupt? Ich weiß gar nicht. Team Noel. Putzlappen und noch ein Langweiler. Da? Echt, Alter, Feuerholz in dem Camp, Alter, hier sind lauter Büsche. Ja, gut. Precision strike. No, my sword! Yeah. Neutralizing threats. Now's our chance. Witness the power of Go! Final warning. Also, die sind voll schlecht, Mann. Hä? Mehr Feuerholz? Time to act. Oh ja, da unten.
With this wood and the food I brought along, we can definitely put together a decent lunch. You've got quite a knack at wilderness survival. I'll give you that. Thanks. I was on an expedition with the Grand Master of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. I was in charge of surveying and mapping. Oh? You sound like a character from an adventure novel. Charging across the world, sword in hand. What? No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal with. You're too modest, Mika. A hero is measured not by the blood on his sword, but by what's in his heart. As long as a righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, no matter where you go or what you have achieved, you may be called a hero. That all sounded pretty profound. Well, I've never even thought about any of that before. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. Oh, sure. Wer weiß, was für ein großes Lager die schon mittlerweile aufgebaut hat. Alter, wo hat die das scheiß Zelt her? Ich meine, das Zelt ist dreimal so groß wie sie. Alter, wie sie halt ein fucking Zelt. Sogar damit scheiß Verzierung. Did everything go smoothly? Do you need a cloth to wipe the sweat from your brow? No need, thanks. All clear. There's no danger in the vicinity. Sie zünden ein Lagerfeuer an und beginnen mit dem Zubereiten des Essens. Schon bald ist das köstliche Essen fertig. Noelle, your cooking is amazing. Every single dish is so tasty. Truly astounding. I never imagined it was possible to enjoy such a satisfying meal in the great outdoors. Really? Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and that's my lunch. By sneaking out, you mean running away from home? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So just don't get caught. Huh. Anyway, did anything interesting come up while you were out scouting? Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero. Now that I think about it, by Xingqiu's definition, you should be considered a hero too, Noelle. Huh? Me? You're always happy to help everyone in the Knights of Favonius. Not only that, but whenever we're out training, you help out the citizens of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? You cut it in two with a single blow. Oh? Sounds like she has both a heroic spirit and incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. We should talk about what we came here to do. Finding inspiration. Dass sie halt immer noch eine Ritteranwärterin ist, ist so ein Schwachsinn. Miss Hu Tao said something about pocketing our poetic thoughts. But so far, all we've done is gather some firewood and cook lunch. You can write about anything. Looking at Cor Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and clear as jade. Observing silk, so bright and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. So we have to connect our internal world with the external one? Exactly. But that's just one of many possible methods. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the railing, looking as if her heart is laden by sorrows that even the rushing waters below cannot wash away. Oh, sie war das. Huh? Wait! I saw her at the gala yesterday. She wrote one of the riddles we answered. Why don't we go say hi?
Wo hat Noelle das Zelt an ihrer Kleidung versteckt gehabt? Das hat sie bestimmt schnell gebaut, neu. Hello, ma'am. How fortuitous it is that we meet again. Hello. Are you here on your inspiration walk too? Yes. Allow me to introduce ourselves. I am Xingqiu, and this is Noelle and Mika. Thank you for accepting our answer to your riddle yesterday. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Kelly Rowe. Was? Kaliroe. So, Miss Caliroe, are you from Fontaine? Also die aus Fontaine sind wie Ameisen, die sind überall mittlerweile. That's right. I was traveling in the area and just happened to see there was a poetry event being held at Stone Gate. It looked fun, so I thought I'd drop in. Hey, du musst nach Fontaine zurück, du musst noch zu Urwasser werden. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It was Alles uniquely überschwemmt. evocative. Have you studied Liyue poetry before? I haven't, actually. I've just picked up a few things here and there from chatting with people throughout my travels. Amazing! So you're a natural poet. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. Are you drawing poetic inspiration from the flowing current beneath your feet? I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and lost myself in admiring it. Well, since we're all here, why not head back with us to the venue for tonight's festivities? It's getting late after all. Huh? Are you sure? We can walk and talk. Perhaps the mingling of ideas will give rise to new inspiration. I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure I can learn something. Well, if you're all in agreement, I've got no reason not to join you. Die Gruppe kehrt reden und lachen zurück zum Veranstaltungsort. Das Zelt hat's richtig gerissen, Alter. Das steht jetzt halt immer noch dort. Woohoo! The first team is back, right on schedule. Huh? The others have yet to return? Come on! Let's hurry! We're not too late, are we? Just how far did you all go? Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. We made it! Oh, Paimon's exhausted. Man wird auch vom Fliegen müde. Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? Indeed. This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hi, everyone. Hello, but you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! Oh, er ist weg. Xiao? Where'd he go? Xiao, come on out! Now that we've all regrouped, let's... Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But Director Hootal's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. Die Sau. Aber ich find's jetzt cool, dass sie in dem Spiel öfter das eingebaut haben, dass die einfach irgendwo auf der Seite auftauchen und einfach irgendwo her, wie die Furina oder so, oder Paimon. Are the theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. But my dear, dear Paimon, it seems you are not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Lass mich raten. Ja. Director Who's manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. Oh boy! Now this is a surprise.
Oh, er wird gleich wieder Streit anfangen. Mr. Zhongli, I hope you are well. Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhongli, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the compositions. The director exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. Yeah, enough with the modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. Just focus on judging. Please rest assured that I shall rise to the occasion, Director. Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? Ahmed? Okay, fine. But consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. That kind of puts Team Traveler at a bit of a disadvantage. Well, how about this? I'll join in as well. Director Hu Tao, here to help out in your hour of greatest need. What does everyone think? Hutau, das Wichtigste vergessen schon. Lee kann Wände nicht leiden. Genau deswegen wird sie ihn geholt haben. Und Kusta, guten Abend. Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. Was für eine Audience, da ist What doch about keiner. me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? The aim being for all participants to enjoy themselves. Oh, die Menge tobt, also die zwei Leute hier, ein Mann und eine Frau. That's a relief. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends old and new, put on your Die thinking Echse. caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our poetry gala will now commence. Matching couplets. Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes. What? He managed to think of one already? Oh, he seems like a real expert at this. Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Shinue Kiosk. Contemporary tastes? I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Changyun completed the couplet! Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the mountain pass of Tianheng is a prominent historical landmark.
These two iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene. The other portraying a hazardous outdoor scenario where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. Ich muss gerade sagen, Alter, das hat doch Alright niemals then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun. Flesh confined to Chingsa. Spirit striding high on Zhuyun's clouds. Oh, Chongyun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! Soul shines like jadestone, dressed in finest silkware. Lucent heart still beats within me now. Wow, how did Noel do that? A superb line. It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character, with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects, truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were out on our inspiration walk. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh, all for lotus seed and bird egg soup. Lotus seed and bird egg soup? What is it, Diona? Did you think of a second line for the couplet? Wahrscheinlich für ihren nächsten Drink. No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. Maybe because I mixed a similar drink recently. Ich hab's. North beyond the Starfell Lake. South across the windswept plains. Just for berries squeezed and mint infused. Warte. Er hat geredet. Was ist hier passiert? Habe ich irgendwas genommen? Ich habe ihn reden hören. Habt ihr das auch? Okay. Ich drück mal weiter. No wonder everyone praises the traveler so highly. You answered so quickly. Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question and the local plants that may be found there. The two of you are clearly both seasoned travelers. Jetzt kann er mindestens ein halbes Jahr nicht mehr reden. Does this mean I helped? Meowza! Danke, Diona. Hey now, Zhongli. Don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Qingxin has no heart. Still, it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Qingshin? This is a hard one to match. Das Xing von Qingse bedeutet Herz. Qingse hat jedoch kein Herz. Oh. Ich hab's. Sweet dream is no dream. Yet it nurtures people's dreams. Oh mein Gott, er hat zweimal geredet. Was ist los? Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you, what is the link between Sweet Dream and Qingxin? Blütentraum ist eine Art Dessert. Oh, you mean eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! Eigentlich schlafen wir nachts friedlich, weil Chao da ist, um alle zu beschützen. Oh, jetzt ist er zu schüchtern, jetzt muss er weggehen. Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. Points for me, points for thee. This judge gives out points for free. But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go nuts! Oh? In that case,
Why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. Oh, square meals in the basement. Big bowls of rice. Decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Blah, 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 blah. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in 2 styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lot. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. Wie dieser scheiß Echse halt nicht wegkommt, Alter. Die ist immer noch hier. Huh? So that's a pedant's couplet. Paimon thinks she can do that too. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Was? Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. Huh? Now, that's the passion we like to see. Although, unfortunately, your response was technically 1 word too long. In that case, whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. Oh, this Mondstadter's got talent. Ich habe halt keinen Plan, was hier abgeht. I'm so relieved I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Wow, Noelle came up with another one. Come on, match the couplet. Paimon knows you can do it. Warum versuchst du es nicht, Paimon? Er hat schon 2-mal geredet, mehr Geld hat Genshin nicht. Do you really think Paimon has what it takes? Versuch mal, diese Inko-Reihenpaar fortzusetzen. Fine, Paimon will give it a whirl. Welche Echse? Hast du die Echse nicht gesehen? Da rennt immer wieder so eine rote Echse rum, die man eigentlich einsammeln kann. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove. Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. Klasse. Halt, warte, ich muss selber drücken. What? Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really? Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer needed. Wie ich jetzt einfach alleine weitermache. Inmitten des Gelästers erwärmt sich die Atmosphäre immer mehr bis spät in die Nacht. Der Moderator verkündet das Ende der Veranstaltung für diesen Tag und die Menge zerstreut sich widerwillig. Paimon's so happy! Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. You did hear them all, right? Also ich war nebendran, I klar. really enjoyed myself too. Oh, I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. You were amazing today, Noelle. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought Da of hinten ist die that. Echse. Da neben Paimon. Da hinten. Sieht er sie? Da. Da ist sie. Die ist immer noch hier. Kaliroe? Miss Kelly Roy, are you okay? Wo ist You sie look jetzt like you're denn? getting tired. Nee, die ist in der anderen Richtung. Na doch, da ist sie. Da ist sie. Die ist immer noch da. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. Seh die nicht, wirst du mich veräppeln? Have all of you read Heart of Clear Springs? Ich meine, da ist doch der Pfeil sogar jetzt drüber. Meine Geschichte von Herz der Quelle, ja, hab ich. I haven't actually read it. My
Dad told me the story once. It's about a spring fairy and a young boy. Oh, yes. The story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, Warte mal. Ist sie... I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. Jetzt verstehe ich auch, warum sie leuchtende Augen hat, Alter. Sie ist doch eine verdammte... Scheiße, wie haben die wieder geheißen? In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Oh, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man. But he never stopped believing that the fairy was real, and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy in the story? I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. Well, do you think she should go back and see that boy again, if she ever had another chance? Now? But isn't he an old man by the end of the story? Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. Oh, maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the spring fairy again, no matter how old Paimon got. After all, she's the love of his life, right? I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Need my help? Stick to hosting, Tone Deaf Bard. If you get involved, you'll only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle poetry. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling Okay, confident, Anita, ja, don't genau. worry. It's never too late to register for Venti's Poetry Cram class. I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Aren't there any requirements at all? It's as free as the winds that blow. And there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. So long as it comes from the heart, you're welcome to put it into poetry. Give it a try. There's no better chance to express your innermost thoughts. Whoa, that's almost too much freedom. Paimon can't decide which way to go. Our travels, or maybe all the food that the travelers cooked for Paimon. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all good night. See you tomorrow. Da ist noch eine Echse. Wo kommen denn die alle her? Ich habe ja Poesie, zweites Gedicht abgeschlossen. Da ist die Weiße. Aber wo ist die Rote hin? Die Rote ist immer noch da. Die poppt mal weg. Ha! 8 Tage, die geht noch bis nächstes Wochenende. Das ist sehr gut. Oh nein, das ist wohl Exen Valley. Nicht mehr, Alter. Ich habe Exen Valley aufgelöst, offiziell. Und wenn hier noch irgendwelche Echsen sind, bomb ich sie gerade weg. So. Ja. Dann machen wir damit die Quest machen wir dann nächstes Wochenende zu Ende.
Weil sonst dauert mir das heute zu lang. Vor allem, wenn die für die Quest schon so ewig brauchen, wer weiß, was so morgen ist. Für die nächste Quest. Wo ist Tau eigentlich schon wieder abgeblieben? Poesie-Rätsel ansehen? Du von Blumen der Netze. Okay, da sind ja noch mehr. Bei der Macht der Otto die extra, die kann ich schon. Ach so, kommst du an die Quest? Ich hab mich schon gewundert. Das ist ein Event halt. Ein größeres. Genau. Dann gehen wir noch schnell nach Fontaine und schmeißen ein Ding runter. Nein, da. Den Benny, den Bennett. Wie die das alle gar nicht interessiert. Wird eigentlich, wenn ich sein Ding hoch tue? Seine Stufe, auch seinen Angriff lenke? Tosende Stunde. Hält 3 Sekunden, der Welle verbraucht fortlaufend LP, wenn dies beim Auslöschen über 50% liegt. Ah, deswegen verliert das Ding. Wenn ich es auch hochstufe? Ne, ist nur maximal 3 Sekunden, ne? Höher geht's nicht. Schade. Wahrscheinlich nur mit seinem scheiß Sternbild, oder? Dem Otterkönig verlangt jetzt wie stille Wasser um 3. Stufe 6 werde ich eh nie erreichen, weil ich noch nicht mal einen auf Stufe 6 habe von den 5ern. Der König verlangt es nach Blut. I won't hold you back. Achso, ich muss ja erst wieder beleben. Hier kriegst du wieder was. Silence! Genau, Silence, Bennett. Okay. These adventure team. I have Und Bennett failed you. down. Die Sau. So. Das war's jetzt dann heute mit dem Genshin-Stream. Ich tausche mal gleich wieder um. Haben wir auch das erste Mal mit Navillette gespielt und der ist sehr cool. Wen hat man hier? Raiden. What is the situation? Vogelkäfig. So. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ah, scheiße, nächstes Wochenende kann ich nicht. Eventuell Freitag kommt das Stream, aber das sage ich dann nochmal Bescheid. Weil Samstag habe ich was vor. Und irgendwann muss ich es ja spielen. Ah, na, jeder lacht über Bennets Opfer. Also schauen wir mal. Nächsten Samstag fällt aus. Eventuell Freitag oder Sonntag dann. Oder ich nehme es selber aus, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Ja, dann wünsche ich allen noch ein schönes Restwochenende. Schönen Start in die Woche. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.